wollte nicht, dass du das Gefühl hast, bei mir an zweiter Stelle zu stehen. Verstehst du? Hagenberg. Ich liebe dich. Ich kann Sie leider nicht einstellen, wenn Sie nur im No Limits gelernt haben. Aber ich hätte einen Job für Sie. Echt? In der Küche. Als Spülhilfe. Ich glaube, du lässt besser die Mailbox rangehen. Wie aufmerksam. Später. Ansgar! Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Ich hatte gehofft, dich wenigstens ein bisschen damit zu beeindrucken. Weil du für so ein dämliches Handy dein Leben riskierst? Was hast du denn da? Du blutest. Ach, das ist nicht so schlimm. Wirklich, das ist halb so wild. Außerdem wolltest du doch zu deiner Verabredung. Du musst mir jetzt hier nicht den harten Mann vorspielen. Dafür kennen wir uns doch schon viel zu lange. Die Wunde muss versorgt werden, und zwar sofort. Angelo, noch ein Gin Fizz, bitte. Gerne. Sag mal, Jana, kannst du damit nicht warten, bis die letzten Gäste weg sind? Bitte schön. Danke. Die Rechnung. Meinst du, deine Verabredung kommt noch? Hier ist bestimmt was dazwischen gekommen. Sicher. Außerdem, jeder kann sich mal verspäten. Es ist sicher schon spät. Habt ihr Hunger? Soll ich uns was auftauen? Ist dein Hausfrauengehen schon wieder unvermutet zu Besuch gekommen? Steht dir gut. Dein glückliches Lächeln übrigens auch. Es geht mir auch gut. Keine Bedenken mehr? Ich spüre einfach, dass ich ihm vertrauen kann. Ich freue mich für dich. Geiler Ausblick, hä? Wunderschön, das ganze Penthouse ist ein Traum. Wenn Ihre Mutter nur etwas mehr Zeit hätte, es zu genießen. Ich denke, sie genießt zurzeit ihr Leben wieder. Das hat wohl mit Ihnen zu tun. Oh, Entschuldigung. Berg? Ich bin's. Was macht das Projekt? Läuft gut, würde ich sagen. Gut. Bisher treten wir nur auf der Stelle. Meine Geduld ist endlich, mein Lieber. Ich bin mir sicher, dass wir bald mit Ergebnissen rechnen können. Ah ja. Und woher nimmst du bitte schön deine Zuversicht? Ich denke, das besprechen wir besser persönlich. In einer halben Stunde bei mir. Okay. Tja, tut mir leid. Ich muss noch mal los. Ein dringender Termin. Jetzt noch? Seit wann hast du denn kein Verständnis für geschäftliche Verabredungen? Du hast natürlich recht. Ich hatte mich nur schon so auf ein gemeinsames Abendessen gefreut. Ja, ich kann ja mit dir essen. Ja, das will ich doch hoffen. Tja, ich bleibe auch. Schön. Und Ihr Termin? Den sage ich ab. Es gibt Wichtigeres als Geschäfte. So kann ich den Arm kaum säubern. Ja. Ärmel hochkrempeln hätte durchaus gereicht. Tja. So schlimm? Nein, nein. Mit dir zusammen stehe ich jeden Schmerz gern durch. Gut, dann kannst du dich auch noch einen Moment gedulden. Halt mal fest.
Ich muss nämlich noch was erledigen. Schneider? Hi, hier ist Natalie. Sorry, dass ich erst so spät anrufe, aber es hat einen Unfall gegeben und... Ist was passiert? Nein, mir geht's gut. Es tut mir nur so leid wegen heute Abend. Ich hoffe, du bist nicht böse. Natürlich nicht. Vielleicht können wir unser Date verschieben. Wäre das okay? Gerne. Gut, dann rufe ich dich morgen an, okay? Pass auf dich auf, ja? Du auch. Gute Nacht. Sag mal, hättest du vielleicht ein Glas Mineralwasser für mich? Hier nicht, aber ich kann dir gerne eins holen. Ja. Ja, das macht dann 18 Euro. Stimmt so. Danke. Bitte. Das hat Herr Schneider auch nicht verdient, so verletzt zu werden. Vielleicht hat sie auch was Gutes. Je eher man weiß, worin man ist, desto besser. Das klingt aber abgeklärt. Für dein Alter. Das nehme ich mal als Kompliment. Haben Sie schon geschlossen? Eigentlich schon. Schade. Ein kleiner Espresso würde mich jetzt retten. Dann wollen wir mal nicht so sein. Danke. Guten Abend. Wir schließen gerade. Angelo, es dauert doch noch ein bisschen, bis die Stühle oben stehen. Und so ein Espresso ist doch bestimmt noch drin. Meinetwegen. So. Bitteschön. Vielen Dank. Das wirkt Wunder. Gern geschehen. Sind Sie zu Besuch in Düsseldorf? Rein geschäftlich. Hier sitzt einer meiner wichtigsten Partner. Aha. Und was machen Sie so, wenn ich fragen darf? Ich bin in der Werbung tätig. Und was machen Sie? Ich mixe hier die Cocktails. Na, da komme ich bei Gelegenheit drauf zurück. Ich habe hervorragende Kontakte zu einer Filmhochschule. Ich könnte mir vorstellen, dass die Interesse an ihrer Arbeit hätten. Ach, ist ja gar nicht mein Film. Ich habe den Film nur geschnitten. Im Grunde genommen ist es Nikos Projekt. Aber du hast doch gesagt, dass du daran weiterarbeiten willst. Ja, aber nicht an der Uni. Ich habe mich für Jura entschieden. Allerdings, der juristische Aspekt interessiert mich schon. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Als wir im Bunker waren, da sind draußen Leute vorbeigekommen. Aber anstatt uns zu helfen, haben sie uns einfach im Stich gelassen. Die Gedankenlosigkeit mancher Leute heutzutage ist einfach erschreckend. Ja, die Gedanken sind mir egal. Als angehender Jurist interessiert mich nur eines. War es unterlassene Hilfeleistung oder versuchter Mord? Also, falls sich Ihr ungeheuerlicher Verdacht bestätigen sollte, kann ich nur hoffen, dass Sie diesen Verbrechern ihre Tat nachweisen können. Ich will überhaupt nicht mehr daran denken. Ich mache mir noch einen Espresso. Mögt ihr auch einen? Ja. Sie hat sich große Sorgen gemacht. Und es fällt ihr immer noch schwer, darüber zu sprechen. Aber vielleicht finden Sie ja heraus, wer sich hinter dieser Palette versteckt hat. Ich habe nichts von einer Palette gesagt. Haben Sie nicht? Nein. Stimmt. Haben Sie nicht. Wahrscheinlich bin ich selbst drauf gekommen. Ist ja auch naheliegend. Womit sollte man sonst einen Bunker versperren? Ja, das haben sich die Typen wohl auch gedacht, hm? Ich kann mich eben auf meine Intuition verlassen. Ach so. Die sind ja richtig günstig. Warum billig, wenn es auch sauteuer geht?
Du fragst ja gar nicht, wie es gestern war. Ja? Na, wie war's denn? Wir haben das Treffen verschoben. Natalie hatte wieder einen ihrer kleinen Unfälle. Ah ja. Hast du sie noch getroffen? Ging sie nicht gut? Mir hat sie gesagt, es wäre alles okay. Lars, mit ihr ist auch alles okay. Ich weiß nur nicht, ob das für dich okay ist. Charlie, was willst du mir sagen? Der kleine Unfall hieß Ansgar von Lahnstein und durfte mit auf ihr Zimmer. Na und? Der Graf ist mit Tanja von Anstetten zusammen. Da hast du bestimmt was falsch verstanden. Ich glaube, dass mein Bruder jetzt partout etwas falsch verstehen will. Also wie ich den Grafen einschätze, hat er auch nichts dagegen, 2 Eisen im Feuer zu haben. Ach was, das hat bestimmt nur einen geschäftlichen Hintergrund. Warum sollte mich Natalie anlügen? Frau Schneider, können Sie so freundlich sein, diese Blumen Natalie Kepler zu geben? Natalie ist nicht da. Macht nichts, dann geben Sie sie eben, wenn sie wieder kommt. Naja, wenn ich bis dahin eine Vase gefunden habe, in die die Blumen passen. Wir werden es schon schaffen. Schöner Strauß übrigens. Natalie hat nicht zufällig Geburtstag? Nein. Dann wird das seiner Freundin auch einfach so mal eine kleine Freude machen können. Na, zu viel Rotwein gestern Abend? Was ist denn dir über die Leber gelaufen, ne? Der Wein war es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe seit gestern Abend so einen komischen Verdacht. Was für ein Verdacht? Fragt ihr euch nicht auch manchmal, wer uns im Bunker im Stich gelassen hat? Und wer die Palette vor das Loch geschoben hat, statt uns zu helfen? Das bringt doch nichts. Wir werden es eh nie erfahren. Und wenn es Hagenberg war? Aber der Typ hat euch doch zusammen mit deiner Mutter befreit. Ja, schon. Ja, und wie kommst du auf den? Er war so komisch gestern Abend. Er hat so eigenartig auf meine Fragen reagiert. Außerdem wusste er von der Palette vor dem Loch, durch das wir Gizmo rausgeschickt haben. Das wird auch erklären, warum Gizmo ihn überhaupt nicht leiden konnte. Er hat ihn immer angeknurrt und fast gebissen. Also ich finde, jetzt gehst du ein bisschen weit. Vielleicht konnte der Hund ihn einfach nicht leiden. Naja, Hunde haben so einen Instinkt. Die merken auch noch, warum Ihr hättet ihn gestern Abend mal hören müssen. Der hatte für alles eine Erklärung. Das klang wie auswendig gelernt. Kann es sein, dass dir gar nicht um Bunker geht, sondern einfach nur darum, dass er mit deiner Mutter zusammen ist? Quatsch! Ich will doch, dass sie glücklich ist. Ich finde es halt nur merkwürdig, dass gerade er uns gefunden hat. Vielleicht war es einfach Zufall. Er nennt es Intuition. Ja, das klingt schon ein bisschen merkwürdig. Aber das sind nur Vermutungen, Felix. Mit denen du ihm möglicherweise Unrecht tust. Wie sagt denn Lars immer? Im Zweifel für den Angeklagten. Genau. Also, vergiss die ganze Sache. Nein. Ich werde rausfinden, ob dieser Hagenberg dahinter steckt. Ich weiß überhaupt nicht, weshalb du dich so aufregst. Ich musste mir einen neuen Architekten suchen, na und? Ja, aber kennst du ihn gut genug? Du musst schließlich mit ihm zusammenarbeiten. Das zu beurteilen musst du jetzt leider mir überlassen, meine Liebe. Du bist ausgestiegen bei Brandner Bauch. Aber Arno, trotzdem kann ich doch meine Meinung sagen, oder? Guten Morgen, Jana. Guten Morgen. Lasst euch von mir nicht stören. Du störst nicht? Meine nächste Rate. Für die OP. 150 €? Sonst hast du immer nur 100 gezahlt. Ja, ich habe meinen Lohn vom Schneiders bekommen. Jana, willst du nicht mal einen Teil von dem Geld für dich behalten? Du kannst doch nicht immer nur für andere arbeiten, selbst wenn es dadurch etwas länger dauert. Ich brauche nichts. Nicht mal so ein klitzekleines Taschengeld? Ich habe eine Menge wieder gut zu machen. Jetzt nimm's. Naja, wegwerfen tue ich's nicht. So, ich muss los. Ich habe noch einen wichtigen Termin in der Uni. Lars, ärgere dich nicht, hm? Nicht über sowas. Du weißt auch, andere Mütter haben Charlie, schöne Töchter. nicht dieser Spruch. Nein. Schönen Tag noch. Ja, auch. Lars, das ist aber eine schöne Überraschung. Hallo. Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ups. War die Post schon da? Die Post nicht. Aber das hier wurde gerade für Sie abgegeben.
Lars. Also ist er doch ein Gentleman. Für meine Lebensretterin Ansgar. Angelo, sag mal, hast du irgendwo so einen grauen Pulli gesehen? Den habe ich wahrscheinlich hier liegen lassen. Den hier? Sag mal, Jana, hast du nicht zufällig Zeit, kurz einzuspringen? Ja, was soll ich denn machen? Sekunde. Oh, holst du schon mal meine Jacke? Hi. Was machst du denn hier? Hi. Und du? Ein Kollege hat mich zum Brunch eingeladen. Jana, wir bräuchten dich in der Küche. Uns hat schon wieder eine Spülkraft gekündigt. Du spülst hier? Hast du was dagegen, wenn Leute arbeiten? Nein. Ich arbeite doch selbst, aber zum Glück in der Holding. Die Arbeit bringt einen nicht um und zum Essen wird man auch noch eingeladen. Okay, das passiert einem in der Küche tatsächlich weniger. Wenn du wenigstens an der Uni wärst. Da laufen jede Menge finanzkräftige junge Männer rum. Ich hätte keine Lust, immer auf Kosten anderer zu leben. Da stehe ich doch lieber auf eigenen Beinen. Die sieht unter dem Putzkittel nur keiner. Aber ist ja eh egal. Wer will schon was mit einer Putze anfangen? Ich weiß das alles nicht mehr. Versuch dich bitte zu erinnern. Ja, wie ich dir schon gesagt habe. Ich glaube, Hagen hatte den entscheidenden Einfall. Als er merkte, dass die Nachtsichtkameras weg waren. Und dann hat uns ja der Zettel mit der Wegbeschreibung zu eurem Bunker geführt. Und wer hatte die Idee, das Altpapier zu durchwühlen? Warum willst du das alles wissen? Gleich. Sag mir nur noch, wer den Zettel gefunden hat. Hagen. Und jetzt sagst du mir, was das soll. Eigentlich bin ich es nicht gewöhnt, versetzt zu werden. Ja, tut mir leid. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Was erklärt diese Dringlichkeit? Felix ist zu Besuch gekommen und Silvia hat plötzlich gemeint, auf Familie machen zu müssen. Ach, das war ja sicherlich ein reizender Abend. Naja, wenn er dem Erfolg unseres Unternehmens gedient hat, will ich mal nicht so sein. Das hat es. Das heißt, du genießt Silvias volles Vertrauen? Da bin ich mir inzwischen sicher. Außerdem hat sie mir ihre Liebe gestanden. Ach, Hagen, ich wusste, auf dich ist Verlass. Dann können wir doch jetzt zu unserem richtigen Plan schreiten und die gute Silvia endlich von ihrem Thron stoßen. Ist es dafür nicht ein bisschen früh? Wieso? Silvia liebt dich doch. Ja, aber da ist noch ihr Sohn Felix. Hagen, gibt's ein Problem mit Felix? Nein, natürlich nicht. Ich verstehe mich recht gut mit Felix, aber er muss mich erst als Freund seiner Mutter akzeptieren und ja, das braucht Zeit. Ja, die soll er ja auch bekommen. Ich habe noch einiges vorzubereiten, bevor die Falle zuschnappt. Wie konnte ich nur so dämlich sein, mein Date mit Lars wegen Ansgar abzusagen? Dann triffst du dich halt ein anderes Mal mit ihm. Aber er hat mich heute Morgen einfach so stehen lassen. Du hast selber gesagt, er war in Eile. Und wenn es doch wegen des geplatzten Dates war? Dann gibst du ihm halt ein wenig Zeit, seinen männlichen Stolz zu pflegen. Hm? Das gibt sie schon wieder. Hoffentlich. Oh, Ansgar ist echt die Pest. Selbst wenn er ausnahmsweise mal nett ist, er bringt nur Unglück. Also entweder ist Natalie deinen ganzen Frust gar nicht wert oder es handelt sich um ein Riesenmissverständnis. Keine normale Frau lässt sich auf Ansgar ein. Tja, dann ist sie es wohl nicht wert. Viel Raum für Interpretation hat Ansgar nicht gerade gelassen. Ihr solltet mal hören, wie Nico über den Typen redet. Der ist echt nur ätzend. Ihr sagt das Natalie. Liebe scheint blind zu machen. Lars ist ein Gentleman. Zuvorkommend, nett, diskret, charmant. Das weißt du alles schon vor eurer ersten Verabredung. Ja, außerdem ist er groß und attraktiv und so sexy. Und das weiß ich alles vor unserem ersten Date. Steiger dich da nicht so sehr rein. Du kennst ihn doch eigentlich kaum. Aber manche Dinge fühlt man einfach. Wenn das Schicksal es so will, dann kriegt er sicherlich eine zweite Chance. Da bin ich mir sicher. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber red doch einfach nur mal mit ihr drüber. Was gibt's denn da zu reden? Ansgar ist mit Natalie zusammen, basta. Und ich bin bestimmt nicht der Idiot, der sich in der Schlange hinten anstellt. Das sagt dein Kopf. Aber dein Bauch sagt was anderes und da kann man nichts gegen machen. Klar kann ich das. Und dann ist ja alles easy.
Ja, ist es ja auch. Ich kann ganz gut ohne Frauen leben. Also jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Wer hier zu weit gegangen ist, ist Natalie. Die ist jedenfalls bei mir unten durch. So, ich bin jetzt fertig. Oder hast du noch was für mich? Nein, im Moment nicht. Gut. Danke, dass du eingesprungen bist. Gern geschehen. Bis morgen dann. Im Restaurant ist ein Aschenbecher zu Bruch gegangen. Ach du. Wärst du noch mal so nett? Bitte schön. Ich konnte die Illustratorin auch für die darauffolgende Werbekampagne gewinnen. Großartig. War ein hartes Stück Arbeit. Die Frau ist viel beschäftigt. Oh, Entschuldigung. Bei mir sind auch noch Scherben. Ach, Sie sind das? Hallo. Hi. Das ist doch lächerlich. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Welche Indizien? Die Polizei hat Fußspuren im Wald gefunden. Was? Die Abdrücke sind identisch mit Hagens Schuhgröße. Und das nennst du einen Beweis? Einer von vielen. Ich bin mir sicher, dass Hagen diese Palette vor das Loch geschoben hat, statt uns da rauszuholen. Warum sollte er das tun? Das weiß ich noch nicht. Aber ich muss dich vor ihm warnen. Felix. Entschuldigung. Ich habe mich noch gar nicht für den Espresso bedankt. Schon okay. Meinen Sie, ich dürfte mich revanchieren und Sie heute Abend einladen? Warum hätte Hagen euch einsperren sollen? Weil er dich mit unserer Rettung rumgekriegt hat. Seitdem vertraust du ihm blind. Ach, vergiss diesen Quatsch. Schlaf dir erst mal richtig aus. Im Gegenteil. Ich werde ihm ins Gesicht sagen, was ich von ihm halte. Das wirst du nicht tun. Störe ich? Nein, Sie kommen gerade richtig. Felix, komm jetzt mal runter. Dann können Sie meiner Mutter mal erzählen, wie Sie auf Ihren tollen Plan gekommen sind. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ein Heiratsschwindler, der das Kind seines Opfers in einen Bunker sperrt. Wirklich sehr originell. Und jetzt schmeiß ihn raus. Nein, Felix, du gehst. Und zwar sofort. To